Hallo Freunde, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich schlage 2 frische Eier auf. Welche benutzt ihr öfter, vom Markt oder aus dem Supermarkt? Ich verrühre sie gut mit dem Pfannenwender. Schreibt in die Kommentare, rührt ihr lieber mit einer Gabel oder auch mit einem Pfannenwender? Schon leicht verrührt geben Eier der Masse eine perfekte Bindung. Jetzt schneide ich 4 Zwiebeln in kleine Würfel. Wusstet ihr, dass Zwiebeln die Frikadellen besonders saftig machen? Und beim Braten geben sie einen süßlichen Geschmack. Dann kommt die Petersilie, fein gehackt. Aus welchem Land schaut ihr mich, Freunde? Schreibt es in die Kommentare. Petersilie ist ein natürlicher Antioxidant und reich an Vitamin C. Sie macht jedes Gericht frischer und gesünder. 2 Knoblauchzehen fein hacken. Man sagt, Knoblauch ist das beste natürliche Antibiotikum. Seid ihr auch dieser Meinung? Schon im alten Ägypten wurde Knoblauch wie Geld benutzt. Ohne ihn, sagten sie, gäbe es keine Pyramiden. Heute macht er Essen lecker und Küsse schwierig. Das Brot vorbereiten, die Rinde abschneiden. Kleiner Tipp, ohne Rinde werden die Frikadellen viel zarter. Brot begleitet uns seit Jahrtausenden. Frisch gebacken duftet es wie ein kleines Stück Himmel. Und wenn es alt wird, verwandelt es sich plötzlich in den besten Helfer für Frikadellen. So wird nichts verschwendet. Zuerst das Brot ins Wasser legen und einweichen lassen. Schon im Mittelalter hat man altes Brot für Fleischgerichte benutzt, damit nichts verschwendet wird. Jetzt das Brot gut ausdrücken, bis keine Flüssigkeit mehr bleibt. Wusstet ihr, dass Brot die Hackmasse lockerer macht? Und außerdem saugt es die Fleischsäfte auf, so bleiben die Frikadellen saftig. Interessant ist auch, trockenes Brot enthält konzentrierte Aromen, die im Fleischteig viel stärker wirken. In Frankreich nennt man solche Rezepte arme Leute Tricks. Heute gelten sie als echte Klassiker. Und genau solche kleinen Kniffe machen einfache Rezepte oft unvergesslich. Jetzt kommen Zwiebeln, Petersilie und Brot zu den Eiern. Alles gut vermengen. Wer von euch hat Lust, dieses Rezept gleich heute nachzukochen? Wusstet ihr, dass genau in diesem Moment die Aromen sich am stärksten verbinden? »500 Gramm Putenhackfleisch dazugeben, Salz, Pfeffer und alles kräftig durchmischen. Putenfleisch ist leicht und fettarm. Welches Fleisch verwendet ihr am liebsten? Putenfleisch gilt seit Jahrhunderten als leicht und gesund. Schon die Azteken hielten Truthähne und servierten ihr Fleisch zu Festen. Putenhack enthält viel Eiweiß, aber weniger Fett als Schwein oder Rind. Deshalb passt es perfekt für alle, die sich bewusst ernähren. Außerdem nimmt es Aromen wunderbar auf. Mit Kräutern oder Gewürzen schmeckt es jedes Mal anders. Genau deshalb ist es heute so beliebt. Vielseitig, gesund und lecker. Paniermehl auf das Brett streuen. Mögt ihr Frikadellen lieber mit Kruste oder ohne? Jetzt forme ich kleine Portionen von etwa 70 Gramm. Es werden 11 Stück. Macht ihr eure Frikadellen größer oder kleiner? Jede Portion im Paniermehl wälzen und zu flachen Frikadellen drücken. Genau so entsteht die goldene Kruste. Paniermehl war früher ein Trick, um altes Brot zu verwerten. Heute ist es aus der Küche nicht mehr wegzudenken. Öl in die Pfanne geben und erhitzen. Jetzt lege ich die erste Portion in die Pfanne. 4 Frikadellen. Hört ihr dieses Brutzeln? Viele sagen, dass genau dieses Geräusch das beste Zeichen für Hunger ist. In manchen Ländern gibt es sogar ein Sprichwort: Wenn es in der Pfanne singt, wird das Herz satt. Ein kleiner Tipp: Dreht die Frikadellen nicht zu oft, einmal reicht völlig. So bleibt das Fleisch innen saftig. Noch ein Geheimnis: Wenn man die Pfanne vorher ganz kurz mit einer halben Zwiebel einreibt, bekommt das Öl ein extra Aroma. Jetzt drehe ich sie um. Schaut euch diese Farbe an. Goldbraun und knusprig. Genau so muss es sein. Manche Köche nennen das den schönsten Moment beim Kochen. Und ehrlich, wer von euch bekommt jetzt keinen Appetit? Während die Frikadellen in der Pfanne braten, erzähle ich euch einen kleinen Küchentrick. Viele glauben, dass man Fleisch immer auf voller Hitze braten muss, doch genau dann wird es außen schnell dunkel und innen bleibt es roh. Besser ist mittlere Hitze. So bildet sich langsam eine schöne Kruste und das Innere bleibt saftig. Noch ein Tipp: Legt die Frikadellen nicht zu dicht, sonst sinkt die Temperatur des Öls
und sie werden eher gekocht als gebraten. Wer mag, kann beim Kneten ein paar Spritzer Mineralwasser in den Teig geben, dann werden die Frikadellen fluffiger. Und ganz wichtig, lasst sie nach dem Braten eine Minute ruhen, damit sich der Saft gleichmäßig verteilt. Wusstet ihr, dass es Frikadellen in fast jedem Land gibt? Nur unter anderem Namen? In Deutschland heißen sie Frikadellen, in Österreich faschierte Leibchen, in Russland Kotleti und in Schweden kennt ihr sicher die berühmten Köttbullar. Überall sind sie ein Symbol für Hausmannskost. Einfach, sättigend und voller Geschmack. Das Schöne ist, jede Familie hat ihr eigenes Geheimrezept. Manche geben Senf in die Masse, andere etwas Käse oder sogar Haferflocken. In Griechenland mischt man gerne Oregano hinein, in Asien sogar Ingwer. In Mexiko kommen manchmal Chili und Mais dazu. Richtig spannend. Und in Italien gibt es eine Variante mit Parmesan, die unglaublich aromatisch schmeckt. Egal wie man sie macht, der Duft in der Küche ist immer gleich verlockend. Schaut mal, wie schön sie brutzeln. Goldbraun, saftig, perfekt geformt. Für mich ist das einer der Momente, die sofort gute Laune machen. Ganz ehrlich, wer würde diese Frikadellen jetzt nicht sofort probieren? Fast fertig, Freunde. Zählt bis 8. Und unsere Frikadellen sind bereit. Die fertigen Frikadellen auf den Teller legen. Seid ehrlich, würdet ihr jetzt sofort eine probieren? Schaut mal, wie goldbraun und appetitlich sie glänzen, innen so saftig, dass man es kaum erwarten kann, reinzubeißen. Solche Momente machen das Kochen einfach glücklich. Vielen Dank, dass ihr meinen Kanal unterstützt und abonniert. Das bedeutet mir sehr viel. Bleibt hungrig nach neuen Rezepten, Freunde, und bis zum nächsten Mal.